Wie leben die Promis, die Millionen Dollar im Monat verdienen? Sie mieten günstige Wohnungen, fahren in klapprigen Autos und auf Fahrrädern und kleiden ihre Kinder in Sekondhand-Klamotten. Und ja, ich mache keinen Spaß. Ich erzähle euch von echten Stars, die ihr Geld nicht für Luxus ausgeben, sondern es vorziehen, sehr bescheiden zu leben. So etwas gibt es auch unter den reichsten Menschen der Welt. Am Ende zeige ich es euch. Keanu Reeves. Aber ich fange mit dem Schauspieler an, den jeder kennt. Keanu Reeves ist eine Legende, der trotz seines Star-Status ein erstaunlich bescheidenes Leben führt. Anstatt sich in einer luxuriösen Villa niederzulassen, zieht er es vor, vorübergehend in Hotels unterzukommen und je nach Drehort von einem zum anderen zu ziehen. Er wählt keine 5-Sterne-Hotels oder Präsidentensuiten, sondern bescheidene Zimmer in gewöhnlichen Gegenden. Dieser Schauspieler spielte Neo in der Matrix-Trilogie und erhielt 250 Millionen Dollar. Keanu Reeves verteilte einen Großteil seines Honorars an das Filmteam, vom Kostümbildnern bis zu Spezialeffekt-Spezialisten. 12 Stuntmen bekamen Harley-Davidson-Motorräder. Darüber hinaus zeigte Keanu Reeves eine seltene Großzügigkeit und spendete den größten Teil seines Honorars an die Leute, die am Film gearbeitet haben, von Kostümbildnern bis hin zu Spezialisten für Spezialeffekte. 12 Stuntmen wurden mit legendären Harley-Davidson-Motorrädern als Dankeschön vom Schauspieler belohnt. Reeves zieht Einfachheit vor. Er wurde auf einer Bank gesehen, wie er ein Sandwich und Saft genoss. Dieses Bild symbolisiert seine Bescheidenheit. Dieses Bild wurde zum Symbol seiner Bescheidenheit und Menschlichkeit. Die Tragödien in seinem Privatleben, darunter der Verlust seiner Verlobten und die Leukämie-Diagnose seiner Schwester, haben nur sein Bestreben verstärkt, anderen zu helfen. Reeves unterstützt aktiv Krankenhäuser und Forschung im Bereich der Krebsbehandlung und betont, dass Geld für ihn das Letzte ist, worüber man nachdenken sollte. Dieser Mensch weiß genau, dass Glück nicht im Geld liegt. Ashton Kutcher und Mila Kunis. Und hier ist ein ganzes Starpaar. Ashton Kutcher und Mila Kunis sind nicht nur großartige Schauspieler, sondern auch Menschen, deren Leben voller erstaunlicher Geschichten von Kampf und Fleiß ist. Ashton wurde in eine arme Familie in Iowa geboren, wo er schon früh die Bedeutung des Geldverdienens verstand. Sei es ein Nebenjob auf der Farm oder die Teilnahme an Schulaufführungen. Mila hingegen kam als Kind aus der Ukraine in die USA und ihre Familie begann ihr amerikanisches Leben mit gerade mal $250 in der Tasche. Ihre gemeinsame Geschichte begann mit der Arbeit an einer beliebten Fernsehsendung, wo sie sich zum ersten Mal kennengelernt haben. Aber zu diesem Zeitpunkt war von einer Romanze keine Rede. Und so, Jahrzehnte später, nachdem sie erfolgreiche und anerkannte Schauspieler geworden sind, haben sie eine Familie gegründet. Ashton und Mila gehören zu den bestbezahlten Stars in Hollywood, vergessen aber nicht ihre Anfänge. Sie bleiben sparsam und praktisch, vom Haushaltsbudget bis zur Kindererziehung. Sie legen Wert darauf, dass ihre Kinder den Wert von Geld verstehen und schätzen, was sie haben, ohne Überfluss. Diese Philosophie hält sie bodenständig, trotz Hollywoods Glanz und Millionen Honoraren. Ashton und Mila legen Wert darauf, dass ihre Kinder schätzen, was sie haben, ohne Überfluss. Trotz Hollywood-Glanz bleiben sie bodenständig. Diese Philosophie hilft ihnen, bodenständig zu bleiben und sich nicht von der realen Welt zu entfernen, trotz des Glanzes der Hollywood-Premieren und der Millionen Honorare. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie man selbst bleiben kann, trotz der Blitzlichter der Kameras und glamouröser Veranstaltungen. Obwohl Jennifer auf dem roten Teppich Bewunderung hervorruft, wählt sie im Alltag Komfort und Einfachheit. Sie bevorzugt Jeans und lockere Kleidung, geht oft ungeschminkt aus dem Haus. Lawrence nutzt Accessoires wie Hüte und Sonnenbrillen. Lawrence setzt geschickt Accessoires wie Hüte und Brillen ein, um problemlos in der Menge unterzutauchen und unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. Jennifer ist auch bekannt für ihre entspannte Einstellung zu den Schönheitsstandards. Sie spricht offen über ihr Nicht-Einverständnis mit dem Ideal des dünnen Frauenkörpers und hält es nicht für nötig, auf kulinarische Genüsse zu verzichten, um den modischen Vorgaben zu entsprechen. Anstatt ihre Zeit auf gesellschaftlichen Partys zu verbringen, entspannt sich Lawrence lieber im Kreis von Freunden, schaut gute Filme und genießt die angenehme Gesellschaft. Ihr Umgang mit Finanzen spiegelt auch ihre Lebensprioritäten wider. Jennifer legt einen großen Teil ihrer Gagen für die Zukunft zurück und engagiert sich aktiv in der Wohltätigkeit, indem sie ihr Vermögen mit denen teilt, die es brauchen. Echt clever, oder?
Russell Crowe. Russell Crowe, bekannt aus Gladiator, hat sich stark verändert. Früher athletisch, jetzt freundlich und pummelig. Veränderungen für Rollen in The Loudest Voice und Unhinged. Früher galt er als athletisch, jetzt ist er ein freundlicher Pummelchen. Diese Veränderung liegt daran, dass er für Filme wie The Loudest Voice und Unhinged sein Aussehen anpassen musste. Diese Veränderungen waren teilweise auf die Notwendigkeit zurückzuführen, sein Aussehen für Rollen in Filmen wie The Loudest Voice und Furious zu ändern, wo Crowes Charaktere eine massivere Figur erforderten. Es waren jedoch nicht nur filmische Aufgaben, die seine Transformation beeinflussten. Russell Crowe hat auf seiner eigenen Ranch in Australien Zuflucht gefunden, wo er ein ruhiges Landleben genießt. Er hat das Landleben lieben gelernt. Familie ist zentral im Leben des Schauspielers. Nur eine weltweite Katastrophe oder eine Invasion von Marsianern könnte ihn zurück nach Amerika bringen. Familie spielt eine zentrale Rolle im Leben des Schauspielers. Russell betrachtet die Geburt seiner beiden Söhne als seine größte Errungenschaft. Trotz der Scheidung kommen seine Kinder oft auf die Farm, um ihm bei verschiedenen Arbeiten im Haushalt zu helfen. In dieser gemütlichen Familienoase leben auch seine Eltern und die Familie seines Bruders, was eine besondere Atmosphäre von Wärme und gegenseitiger Unterstützung schafft. Völlig in die Dreharbeiten und die Verwaltung seiner Ranch vertieft, fällt es Russell schwer, sich von dem Hollywood-Trubel oder den neuesten Trends ablenken zu lassen, denn sein Leben dreht sich jetzt um Familie und Natur. Jennifer Garner. Und was kann man über diese Schönheit sagen? Jennifer Garner ist nicht nur eine bekannte Schauspielerin, sondern auch eine Frau, deren Leben von strengen und religiösen Werten geprägt ist, die ihr von klein auf beigebracht wurden. Die Eltern haben sie sehr streng erzogen. Die Verbote von Make-up und Schmuck sowie die Anforderungen an bescheidene Kleidung haben einen bleibenden Eindruck auf ihr ganzes weiteres Leben hinterlassen. Diese Lektionen stärkten Jennifers Sinn für den Wert des Geldes und die Notwendigkeit des Sparens, was ihr besonders zu Beginn ihrer Schauspielkarriere zugute kam, als die Honorare nur $150 pro Woche betrugen. Heute ist Jennifer Mutter von 3 Kindern und ein Vorbild für einen sparsamen Lebensstil. Als tägliches Fortbewegungsmittel bevorzugt sie das Radfahren, was ihr nicht nur dabei hilft, fit zu bleiben, sondern auch eine umweltfreundliche Wahl ist. Garner nutzt es regelmäßig, um in den Supermarkt, auf den Markt und in Bekleidungsgeschäfte zu gehen und sich trotz der Millionengebühren in regulären Geschäften Aktualisierungen für ihre Garderobe auszusuchen. Trotz ihres Starstatus und der Möglichkeit, glamouröse Events zu besuchen, bleibt Jennifer ihren Lebensprinzipien treu. Sie zieht es vor, zu wichtigen Veranstaltungen nicht mit Bodyguards, sondern mit ihren erwachsenen Kindern zu gehen, was die familiären Werte und die Nähe in ihren Beziehungen betont. Keira Knightley. Keira Knightley bleibt da auch nicht zurück. Die Schauspielerin setzt sich beim Kauf von Kleidung klare Budgetgrenzen und versucht, das festgelegte Limit nicht zu überschreiten. Bei der Auswahl ihrer Kleidung bevorzugt Keira einfache und demokratische Modelle, meidet bekannte Marken und lässt sich nicht von professionellen Stilisten beraten. Dieses Prinzip der Sparsamkeit und Unabhängigkeit zeigt sich auch in ihrer Herangehensweise an Freizeitaktivitäten. Keira Knightley ist bekannt dafür, dass sie das glamouröse Leben ablehnt. Sie gibt zu, dass die denkwürdigsten und lustigsten Partys in ihrem Leben weit entfernt von unkonventionellen Bedingungen stattfanden. Dies unterstreicht, dass für sie echtes Vergnügen und Freude nicht unbedingt mit Luxus und Exzess verbunden sind. Keira schätzt die Einfachheit und Authentizität in allen Aspekten ihres Lebens und zeigt, dass wahres Glück nicht in den Dingen, sondern in ehrlichen Momenten und echten Emotionen zu finden ist. Sandra Bullock. Aber Bescheidenheit ist nicht das Wichtigste. Man muss auch lernen, zu teilen, wenn man im Leben Glück hatte. Sandra Bullock ist einer dieser Hollywood-Stars, deren Name nicht nur mit schauspielerischem Talent, sondern auch mit Wohltätigkeit verbunden ist. Das Mädchen hat allein dem amerikanischen Roten Kreuz über $4 Millionen gespendet. Stellt euch das vor. Ihr Privatleben spiegelt ebenfalls tiefgehende Werte wider. Sandra adoptierte 2 Kinder mit dem Ziel, ihnen ein fürsorgliches und liebevolles Zuhause zu bieten. Obwohl sie zuvor glaubte, dass ein glückliches Familienleben in Los Angeles unmöglich sei und New Orleans als Wohnort wählte, wo sie sogar ihre Bäckerei eröffnete, verbringt sie ihre letzten Jahre in Beverly Hills. Doch trotz ihres Umzugs in eine der prestigeträchtigsten Gegenden von Los Angeles führt Sandra weiterhin einen eher bescheidenen Lebensstil. Sie legt keinen Wert auf Luxus und Glanz, sondern zieht es vor, ihre Ressourcen und Aufmerksamkeit auf Wohltätigkeit und die Erziehung ihrer Kinder zu richten. Sarah Jessica Parker. Und erinnert ihr euch, ich habe von der Schauspielerin gesprochen, deren Kinder die Kleidung auftragen.
Sarah Jessica Parker, trotz ihres Vermögens von 100 Millionen $, ist bekannt für ihren bescheidenen Lebensstil, was sie zu einer der respektiertesten Schauspielerinnen in Hollywood macht. Ihre Vergangenheit hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieser Einstellung zum Leben gespielt. Aufgewachsen in einer kinderreichen Familie, in der die Sozialdienste zur Hilfe kamen, hat sie aus erster Hand erfahren, was Not bedeutet. Diese frühen Lektionen haben Sarah und ihrem Mann, dem Schauspieler Matthew Broderick, den Wert des Geldes und die Wichtigkeit des sparsamen Umgangs damit beigebracht. Sarah Jessica behauptet, dass sie für ihre Kinder keine neuen Kleider kaufe, sondern lieber die Kleidung ihrer Cousins trage. Sie hat sogar zugegeben, dass sie vielleicht nie neue Kleidung für ihren Sohn gekauft hat, außer einem Wintermantel und Schuhen. Dieser Ansatz unterstreicht nicht nur ihre Bescheidenheit, sondern dient auch als Beispiel für nachhaltigen Konsum in der heutigen Welt, in der Konsum oft verherrlicht wird. Hayden Christensen. Hier ist ein weiteres Beispiel, wo Geld und Bekanntheit nur geholfen haben, die richtigen Prioritäten zu setzen. Hayden Christensen, bekannt durch seine Rolle in Star Wars, hat sich für ein ruhiges und zurückgezogenes Leben entschieden, fernab des Hollywood-Trubels. Er ist nach Kanada zurückgekehrt, wo er auf seiner eigenen Farm seelischen Frieden gefunden hat, weit weg von den Paparazzi und dem Ruhm, der ihn so ermüdet hat. Hayden hat einen Hühnerstall eingerichtet, eine Reitschule organisiert und einen Garten angelegt, in dem er mit dem Anbau von Biogemüse und Obst begonnen hat. Die Begeisterung des Schauspielers ist so groß, dass er sogar selbst mit seinem kleinen Traktor den Boden umgegraben hat. Als seine erste Ernte Einkommen brachte, begann Hayden ernsthaft darüber nachzudenken, seine Anbauflächen zu erweitern. Zusätzlich kümmert sich Christensen darum, den ökologischen Fußabdruck seiner Farm zu reduzieren, indem er sie komplett auf Solarenergie umstellt und ständig nach Wegen sucht, sein Leben noch umweltfreundlicher zu gestalten. Sein Streben nach einem nachhaltigen Lebensstil wurde noch bedeutender mit der Geburt seiner Tochter Briar Rose, die er zusammen mit der Schauspielerin Rachel Bilsom großzieht. Julia Roberts. Und wie leben die Stars der ersten Liga? Julia Roberts, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, ist bekannt für ihren bescheidenen Lebensstil, der sich von den üblichen Star-Klischees unterscheidet. Sie sagt, sie habe nie genug Kleider gehabt, um sich wie eine Dame zu fühlen, was ihre bodenständige Einstellung zu materiellen Dingen zeigt. Statt Luxus zu jagen, bevorzugt Julia ein Leben mit einfachen Freuden und häuslichen Tätigkeiten. Sie hat eine Leidenschaft für den Anbau von Biogemüse, was ihren gesunden Lebensstil und den Wunsch, der Natur nahe zu sein, unterstreicht. Sie liebt es, Biogemüse anzubauen. Roberts strickt Kleidung für ihre Kinder. Roberts strickt auch selbst Kleidung für ihre Kinder und zeigt damit ihre handwerklichen Fähigkeiten und den Wunsch, Zeit damit zu verbringen, etwas Einzigartiges und Persönliches für ihre Familie zu schaffen. Auch bei der Körperpflege hält Julia es einfach, wie sie zugibt, und verwendet als Lieblingshaarpflegeprodukt normales Hotel-Shampoo. Außerdem vermeidet Roberts das Leben in Großstädten wie New York oder Los Angeles und bevorzugt die ruhige, kleinstädtische Atmosphäre von Taos. Diese Wahl des Wohnorts zeigt ihr Streben nach Ruhe und Stille, fernab vom Lärm und Stress der großen Städte. Warren Buffett. Erinnert ihr euch, ich hatte versprochen, über die reichsten Menschen der Welt zu erzählen. Warren Buffett ist ein Beispiel dafür, wie außergewöhnlicher Reichtum mit erstaunlicher Bescheidenheit und Pragmatismus kombiniert werden kann. Trotz eines geschätzten Vermögens von 72 Milliarden $, lebt dieser amerikanische Investor weiterhin in dem Haus, das er 1958 für 31.000 $ gekauft hat. Dieses Haus ist kein Symbol für Luxus, was für jemanden mit so einem Einkommen ungewöhnlich ist. Buffett ist bekannt für seine untypischen Gewohnheiten für einen Milliardär. Er trägt kein Handy bei sich und benutzt keinen Computer an seinem Schreibtisch. Anstatt nach den neuesten Technologien zu streben, hält er an bewährten Methoden der Arbeit und Kommunikation fest. Buffett bevorzugt Einfachheit, er investiert in Fastfood und Funktionalität. Er fährt ein gebrauchtes Auto und ist oft in Fastfood-Restaurants, die zudem auch Teil seiner Investitionen sind. Sein bescheidener Kleidungsstil ist ein weiteres Zeichen für seinen Verzicht auf Luxus zugunsten von Funktionalität. Doch die Einfachheit von Buffett im Alltag steht im Kontrast zu seinem umfangreichen philanthropischen Engagement. Er ist bekannt für seine großzügigen Spenden an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und hat sich verpflichtet, bis zum Ende seines Lebens mindestens die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Mark Zuckerberg, naja, der größte Bescheidene im Internet. Mark Zuckerberg,
Der Gründer von Facebook ist eines der bekanntesten Gesichter unter den jungen Milliardären der Welt, dessen Vermögen auf etwa 70 Milliarden Dollar geschätzt wird. Im Alter von nur 23 Jahren wurde er Milliardär und wird seitdem regelmäßig zu den reichsten Menschen der Welt gezählt. Trotz seines riesigen Vermögens ist Zuckerberg für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt. Mark zieht einfache Kleidung vor, T-Shirts und Jeans, und meidet teure Anzüge. Er lebt in einem 7-Millionen-Dollar-Haus, was unter dem Preis vieler anderer Häuser in der Region liegt. Er fährt außerdem einen normalen Volkswagen mit Schaltgetriebe, geht regelmäßig zu McDonald's und lebt in einem 7-Millionen-Dollar-Haus im Silicon Valley. Das ist eine Summe, die deutlich unter dem Preis vieler anderer Häuser in dieser Region liegt. Zuckerberg strebt danach, unwichtige Entscheidungen zu minimieren. Er glaubt, dass dies ihm hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er ist überzeugt, dass dieser Ansatz ihm hilft, sich auf die wirklich wichtigen Aspekte seiner Arbeit und seines Lebens zu konzentrieren. Diese Philosophie spiegelt sich auch in seinem philanthropischen Engagement wider. Im Jahr 2015 kündigte Zuckerberg an, 99% seiner Facebook-Aktien während seines Lebens zu spenden, was einen erheblichen Beitrag zur Unterstützung verschiedener sozialer Initiativen darstellt. Einer der größten Ausgaben von Zuckerberg war der Kauf der hawaiianischen Insel Kauai für 100 Millionen Dollar. Doch auch dieser Kauf war nicht von Luxus geprägt, sondern von dem Wunsch, die Flora und Fauna der Insel zu bewahren, was erneut seine Verpflichtungen gegenüber nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz unterstreicht. Reddit, was denkt ihr darüber? Schreibt in die Kommentare, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und ja, wenn ihr interessante Geschichten liebt, gut Skripte schreiben könnt, Videos schneiden oder vertonen könnt, dann schaut in unseren Telegram-Bot über den Link in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Danke fürs Zuschauen, Freunde.